Hallo, einen schönen Gruß von Bonaire, der Taucherinsel in der Karibik. Dies ist unsere Reihe zur Unterwasserfotografie und heute spreche ich über das Thema Gehäuse. Ich habe jetzt recht lange über Kameras, Sensoren und Objektive gesprochen. Kommen wir jetzt aber endlich zu dem Bereich, der uns vom normalen Fotografen zum Unterwasserfotografen werden lässt: das Unterwassergehäuse. Im Prinzip ist es ganz einfach. Man baut eine wasserfeste Kiste mit Glasfenster und setzt die Kamera hinein. Untertauchen, fertig. Die ersten Unterwasserfotografen des 19. Jahrhunderts haben es auch genauso gemacht. Nur dass ihre Gehäuse nicht so wirklich wasserdicht oder druckresistent waren. Unsere Ansprüche heute sind natürlich deutlich gestiegen. Wir wollen hochkomplexe und sensible elektronische Apparaturen im Wasser und unter Druck zuverlässig bedienen können. Dafür gibt es heute diverse Herstellerfirmen, die ein auf das jeweilige Kameramodell angepasstes Gehäuse anbieten. Ganz richtig, ein Gehäuse passt auf ein Kameramodell, nicht mehr. Das bedeutet im Umkehrschluss leider auch, möchtest du ein anderes oder neueres Kameramodell haben, und wer möchte das nicht, musst du auch gleich ein anderes Unterwassergehäuse kaufen. Das ist der Grund, warum Unterwasserfotografen ihren Kameratyp meist erst wechseln, wenn es unbedingt sein muss. Neuanschaffungen gehen gleich doppelt und dreifach ins Geld. Aber es hilft nichts. Alle Universalgehäuse haben bis heute nicht gehalten, was sie versprachen. Um meine Kamera perfekt bedienen zu können, brauche ich das exakt passende Gehäuse. Womit ich bereits bei meinem ersten Punkt bin: die Bedienerfreundlichkeit. Es wirkt ein wenig banal, aber die Frage, wo du welche Funktion deiner Kamera bedienen kannst, ist häufig der Unterschied zwischen Spaß und Frust. Ein Beispiel. Für mich ist es extrem wichtig, dass ich Blende und Verschlusszeit mit nur einer Hand verstellen kann. Die Rädchen oder Knöpfe dafür möchte ich gleichzeitig mit jeweils einem Finger der gleichen Hand erreichen können. Ganz unabhängig, wie die entsprechenden Funktionen an meiner Kamera angebracht sind. An meinem Unterwassergehäuse brauche ich sie seitlich, am liebsten rechts und dann auch so, dass ich die Haltegriffe meiner Kamera nicht loslassen muss. Und ich muss sie auch noch mit dicken Trockentauchhandschuhen betätigen können. Besonders toll wäre es natürlich, ich könnte mit einem dritten Finger noch die Lichtempfindlichkeit, also die ISO, verändern. Bis jetzt kenne ich aber noch kein Kameragehäuse, das mir diesen Luxus bietet. Auch nicht ganz unwichtig, lassen sich überhaupt alle Funktionen von außen steuern? Und wenn nein, kann ich auf sie unter Wasser verzichten. Nehmen wir also an, alles ist gut. Alle Knöpfe sind da, alle Rädchen liegen dort, wo ich sie haben will, sie sind gut beschriftet und leichtgängig. Also soll ich das Gehäuse jetzt kaufen? Nein, noch lange nicht. Es fängt schon bei der Frage an, aus welchem Material dein Gehäuse gefertigt wird. Momentan sind zwei Materialgruppen auf dem Markt: Polymer und Aluminium. Wobei die aus Kunststoff häufig deutlich billiger sind als die aus dem Leichtmetall. Es wurde viel darüber gefachsimpelt, ob die Plastikgehäuse genauso stabil sind wie die aus Alu. Eines ist klar: dem Wasserdruck in den Tiefen des Sporttauchens halten beide gleich gut stand. Aber es gibt immer wieder Berichte, dass es an den Verbindungsstellen zwischen Polymer und mechanischen Teilen wie Hebel und Schrauben zu Ermüdungsrissen kommen kann. Den wirklichen Unterschied macht allerdings die Wärmeleitfähigkeit der Materialien aus. Wie bitte? Was hat das mit Fotografie zu tun? Nun, wenn feuchte Luft abkühlt, kondensiert der darin enthaltene Wasserdampf und schlägt sich an kalten Flächen nieder. Wir kennen das alle von beschlagenen Fenstern oder Brillen. Polymer hat eine niedrigere Wärme- bzw. Kälteleitfähigkeit als Glas, Aluminium eine höhere. Wenn du also dein Gehäuse von wärmerer Luft ins kältere Wasser bringst, kühlen bei Polymergehäuse als erstes die Glasflächen aus und beschlagen. Das sind dummerweise genau die Teile, durch die wir fotografieren wollen, die Ports. Beim Aluminiumgehäuse jedoch ist als erstes das Metall kalt. Das Gehäuse beschlägt also. Port und Sucher bleiben klar. Ein klarer Vorteil.
Als nächstes solltest du dir anschauen, wie es um die Erweiterbarkeit deines Gehäuses steht. Welche Ports hat der Hersteller im Angebot? Sind verschiedene Sucher erhältlich? Welche Blitzsysteme lassen sich verwenden? Wie sieht es mit Vorsatzlinsen aus? Ist am Boden ein Stativgewinde eingefräst? Für mich besonders wichtig: je weniger Schnallen, Gewinde und Hebel du betätigen musst, um das ganze System wasserdicht zu bekommen, umso besser. Jeder einzelne stellt eine Fehlerquelle dar. Das gleiche gilt für Dichtungsringe. Jeder Ring, der nicht da ist, kann auch nicht lecken. Bevor du also kaufst, solltest du auf jeden Fall einmal die Kamera ins Gehäuse ein- und wieder ausgebaut haben. Wie einfach oder kompliziert ist das Handling? Auch kleine Details sind interessant. Musst du jedes Mal die ganze Kamera herausbauen, nur weil du eine Speicherkarte oder einen Akku wechseln willst? Ein Wort noch zu den Feuchtigkeitssensoren und Vakuumprüfsystemen. Diese werden von etlichen Herstellern als Sonderzubehör angeboten. Feuchtigkeitssensoren geben einen akustischen und/oder optischen Alarm, sobald sie eine gewisse Feuchtigkeit oder Nässe feststellen. Bei ganz kleinen Lecks kann das schon einmal sinnvoll sein. Möglicherweise hast du dann noch ausreichend Zeit, deinen Tauchgang abzubrechen und deine Kamera zu retten. Möglicherweise. Bei größeren Wassereinbrüchen, zum Beispiel bei einem defekten Dichtungsring oder einem nicht richtig verschlossenen Gehäuse, nützt das ganze System überhaupt nichts. Es wird durch das eindringende Wasser genauso kurz geschlossen und zerstört wie der ganze Rest deiner Unterwasserkamera. Etwas anders verhält es sich mit dem Vakuumprüfsystem. Bei diesen musst du mit einer kleinen Handpumpe einen leichten Unterdruck im Gehäuse erzeugen. Ein eingebauter Drucksensor zeigt dir dann, ob das Gehäuse den Unterdruck hält, also ob es dicht ist. Damit kannst du also überprüfen, ob du keinen Fehler beim Zusammenbau begangen hast. Nicht mehr, nicht weniger. Der Unterdruck hält nicht, wie manchmal behauptet, das Gehäuse dicht. Auch ist dieses System keine Garantie dafür, dass vor oder während des Tauchgangs nicht doch ein Verschluss geöffnet oder beschädigt wird. Du merkst es wahrscheinlich schon. Der Kauf eines passenden Unterwassergehäuses ist gar nicht so einfach. Lass dich gut beraten von Menschen, die sich damit auskennen. Versuche zu vergleichen und auszuprobieren. Denn gekauft ist schnell, der Umstieg auf ein anderes System hingegen ärgerlich und teuer. Auf eines bin ich noch nicht eingegangen: Unterwasserschutzhüllen. Die Hersteller garantieren bei diesen flexiblen und preiswerten Kameraschutz Wasserdichtigkeit bis zu einer bestimmten angegebenen Tiefe. Dies können nur 1-2 Meter für Schnorchler sein, es gibt aber auch Angebote für bis 40 Meter. Es fällt mir zugegebenermaßen schwer, etwas dazu zu sagen. Ich habe mich bis heute nicht getraut, meine heißgeliebte Kamera in eine Plastiktüte zu stecken und damit ins Wasser zu springen. Das mag jetzt ein wenig ungerechtfertigt sein. Wer immer dieses Experiment jedoch wagen möchte, darf mir gerne von seinen Erfahrungen berichten.